Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich hier sage? Even last night when I'm encouraging you Selbst gestern Abend, als ich euch ermutigt habe, about how God wants to use you, wie Gott euch gebrauchen and I'm möchte. sharing stories of those who have been used powerfully by God, although they did not believe they could. Und ich habe euch Geschichten erzählt von denen, die mächtig von Gott gebraucht wurden, obwohl sie selber glaubten, dass das niemals möglich sein würde. Many of you are battling with instantly being encouraged, but then immediately afterwards being condemned because you didn't realize this and because you've made mistakes. Da haben viele von euch im gleichen Moment zum einen diese Ermutigung genommen und waren schwer ermutigt, aber im gleichen Moment kam diese Verdammnis, weil ihr wisst, ihr habt Fehler gemacht und ihr fühlt euch nicht würdig, das zu tun. I believe the enemy is working overtime to oppress the people of God with accusation and condemnation. Ich glaube, der Feind macht wirklich Überstunden, um das Volk Gottes mit Anklagen und mit Verdammnis zu knechten. In fact, I believe it is his key strategy against those who are leaders and those who are going to move in the power of God. Ich glaube sogar, dass das seine hauptsächliche Strategie gegen all diejenigen sind, die in Leiterschaft sind und diejenigen, die den Willen Gottes tun wollen. And if you are going to be a leader and bring something significant to the body of Christ or to the world, you are going to have to learn to deal with accusation. Und wenn du ein Leiter bist und wenn du etwas Bedeutsames für das Reich Gottes in dieser Welt tun musst, dann musst du lernen, mit diesen Anklagen fertig zu werden und damit umzugehen. Many of us have some bizarre belief that when we do the will of God, people are going to love us. Viele von uns haben diesen komischen Glauben, dass wenn sie etwas Gutes tun, die Leute anfangen, uns zu lieben. When you do the will of God, your own friends will rise up to tell you that you're crazy, that you're wrong, that you're doing the wrong thing. Wenn du anfängst, den Willen Gottes zu tun, dann wirst du erleben, dass deine eigenen Freunde aufstehen und dir sagen, du bist verrückt, du machst wirklich das Schlimmste, was man hier überhaupt machen kann. Do you understand this? Versteht ihr das? You would not believe the accusation that most ministers deal with when they are following the will of God. Ihr versteht gar nicht, in was für einem Anklagestrom viele Leiter sind, wenn sie in dem Strom des Geistes Gottes sind und dem folgen, was Gott ihnen sagt. You will be accused of doing the wrong thing. You'll be accused of doing the right thing for the wrong motives. Du wirst angeklagt dafür, dass du das Falsche tust. Du wirst dafür angeklagt, dass du das Richtige, aber mit der falschen Motivation machst. And you're going to have to learn to deal with it. Und du musst einfach lernen, damit umzugehen. You're going to have to learn to deal with accusation. Ihr müsst lernen, mit Anklagen fertig zu werden. You're going to have to learn to stare the enemy in the face and deal with this thing. Ihr müsst lernen, dem Feind mitten ins Gesicht zu gucken und im selben Moment mit diesen Anklagen umzugehen. You're going to have to become strong against this accusation. Ihr müsst stark werden gegenüber seinen Anklagen. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich hier euch sage? Listen, leaders are not wimps. Ich sage euch was, Leiter sind keine Feiglinge. You're going to have to be tough. Ihr müsst wirklich stark sein, tough sein. You're going to have to be tough. Ihr müsst tough sein. If you can be stopped, the enemy will stop you. Wenn du nicht gestoppt werden kann, der Feind wird alles daran setzen, dich zu stoppen. And the primary way he'll do that is through accusation. Und seine hauptsächliche Waffe ist die Anklage und das Verklagen. I want to tell you a story about 3 people. Ich möchte euch eine Geschichte von 3 Menschen erzählen. And then I want to share some scriptures. Und dann möchte ich einige Schriftstellen lesen. But first let me ask this. How many of you understand what I'm talking about when I talk about dealing with accusations? Ich möchte vorher fragen, wenn ich sage, mit den Anklagen umzugehen, wie viele verstehen, was ich damit meine? Good. I want to equip you. I want to give you some tools to deal with this. Ich möchte euch zurüsten und ich möchte euch einige Werkzeuge an die Hand geben, wie das funktionieren kann. The British have this phrase that they use periodically. Die Briten, die haben folgenden Satz, den sie ab und zu mal benutzen. No good deed goes unpunished. Keine gute Biene fliegt einher. Keine gute Tat geschieht, ohne dass sie nicht vorher angegriffen wurde. What? No good deed. Yeah, no good deed goes unpunished. Okay, you understand? Ihr versteht mich? And the idea is when you step out to do something good, Und der Gedanke dahinter ist, wenn du heraustrittst, etwas Gutes zu tun, you're not going to be loved, you're going to be vilified. dann wirst du nicht von allen geliebt werden, sondern du wirst erstmal richtig angegriffen. And that is what fallen human nature produces. Und das ist das, was aus der gefallenen menschlichen Kreatur herauskommt. So if you're in the ministry or if you're pursuing a position in leadership so that people will love you,
you have lost your mind. Wenn du anfängst, Leiter zu sein oder du bist in Leiterschaft und versuchst durch deine Position andere auch dazu zu bringen, dich zu lieben, dann bist du total verrückt. That's not what it's about. Darum geht es gar nicht. It's about doing the will of God and being called an evil person for doing it. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun und von anderen als ein schlimmer Mensch beschimpft zu werden, weil man eben den Willen Gottes tut. Do you understand? Versteht ihr das? Listen, I could lie to you and encourage you, but I thought I would tell you the truth and help you. Ich könnte hier jetzt stehen und euch anlügen und euch irgendwie dadurch ermutigen, aber ich stehe lieber hier und sage euch die Wahrheit. You understand? Versteht ihr? But I think you guys can do this. I think you're tough enough to deal with it. Ich glaube, ihr könnt das machen. Ihr seid tough genug, das durchzustehen. Let me tell you about 3 people. Ich möchte euch etwas von 3 Menschen Let erzählen. me tell you about James. Ich möchte zuerst euch von Jakobus etwas sagen. James is a former pastor. James ist ein ehemaliger Pastor. He now has a business career. Er ist jetzt in der Geschäftswelt. He's incredibly gifted with prophetic revelation and teaching. Und er ist unglaublich begabt in dem ganzen Bereich von Prophetie und auch Lehre. In his church, he is a key leader. In fact, outside of the pastor, more people look to James than anyone else. Eigentlich außerhalb seiner Gemeinde, da schauen viel mehr Leute auf James als irgendjemand sonst in der Gemeinde. Und er hat wirklich eine Schlüsselposition. But when he was pastoring, prior to going into business, he made some huge mistakes. Aber als er noch Pastor dieser Gemeinde war, noch bevor er in das Geschäftsleben einstieg, da hat er einige wirklich große Fehler gemacht. The pastor of his congregation now wants James to step into a role, step out of business and into a role in the church as a full-time minister. Der eigentliche Pastor seiner jetzigen Gemeinde möchte eigentlich, dass James die Geschäftswelt wieder verlässt und vollzeitlichen Dienst im pastoralen Bereich in der Gemeinde macht. All of the people want him to do this as well, All die anderen aus der Gemeinde möchten das auch, but he won't do it aber er tut das nicht. because he believes he's disqualified himself by his past mistakes. Denn er glaubt, dass er sich selbst disqualifiziert hat aufgrund der Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat. He just feels that he can't do that because he made such substantial mistakes. Er in hat the einfach past. das Gefühl, dass er das nicht packt, weil er hat in der Vergangenheit einige grundlegende Fehler gemacht. Let me tell you about Karen. 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 Ich möchte euch noch was von Karen erzählen. She has a similar struggle to James, but it's not quite the same. Sie hat ähnliche Schwierigkeiten wie James, aber ist nicht das Gleiche. She has a tremendous devotional life with Jesus. Sie lebt wirklich ein Leben der Hingabe an Jesus. She walks into a room and heads turn Sie kommt in ein Zimmer rein und alles dreht sich nach ihr um. because there is that glow of a deep devotional life with Jesus coming off of her life. Denn sie hat diese Ausstrahlung in ihrem Leben, dass diese tiefe Verbundenheit mit Jesus da ist. She has so much passion for the Lord that people are just encouraged when she walks into the room. Sie hat so eine Leidenschaft für Jesus, dass alleine, wenn sie nur in einen Raum hineintritt, Menschen dadurch ermutigt werden. The Lord loves her so dramatically and will come in response to her prayers. It's remarkable. Der Herr liebt sie so sehr und er reagiert so exakt auf ihre Gebete. Das ist unglaublich, das ist sehr bemerkenswert. But while no one can see this, she's battling these inward feelings of discouragement, despair, and she believes that she has somehow disappointed the Lord. Aber wenn niemand es sieht, kämpft sie innerlich mit all diesen Sachen wie zum Beispiel Zweifel oder Verzweiflung und sie hat irgendwo das Gefühl, dass sie das mit Gott nicht auf die Reihe gekriegt hat und Gott sogar enttäuscht hat. She doesn't even know what's going on, but she just somehow feels like the Lord's not happy with her. Sie weiß überhaupt nicht, was da eigentlich in ihr passiert, aber hat ständig das Gefühl, dass Gott nicht glücklich über sie She's ist. losing her passion for ministry. Sie hat ihre Leidenschaft für den Dienst verloren. She's considering just quitting everything that she's doing in ministry. Sie denkt darüber nach, alles hinzulegen und abzulegen, was sie überhaupt im Dienst macht. She finds herself beginning to distance herself from her friends, drawing away. Sie stellt fest, dass sie sich selber von ihren Freunden zurückzieht und immer mehr in die Abgeschiedenheit geht. Inwardly, she feels like she's failing the Lord. Innerlich hat sie das Gefühl, dass sie vom Herrn versagt hat.